I made a grave mistake. The kind that cannot be fixed. It all began with a war between two mighty deities. A conflict with dire consequences. The fighting rent the very fabric of our world. As the crack deepened, it has spread like the grasping roots of a tree. And through that fissure, something terrible escaped. Something unnatural. The destruction affected countless realms, many beyond our knowledge. But then, when all seemed lost, the deity created a holy sign, a way to seal the crack and stop the blight. And for many years there was peace. But even an instrument of order can be dangerous if it falls into the wrong hands. I was tasked with giving the sign to the just ruler. But I chose the wrong king, and eventually the repercussions of my failure came to bear. The seal broke. The blight spread throughout Persia. For my failure, I was cast out of the realm of the gods. Imprisoned within the realm of shattered memories and forgotten souls, redemption eluded my grasp. I was weak, consumed by pity, and resigned to my deserved fate. But then, something unexpected happened. A human found me. He too was broken and took pity on a fellow tormented soul. And deep within those strange eyes, I glimpsed something I had lost. Hope. Ich hatte auch schon Start gedrückt. So. Wir spielen ein bisschen Indie-mäßig The Tale of Bistun. Ich muss einmal kurz ablesen hier. Es ist nämlich ein Action-Story, Action-Adventure, ein storybasiertes, das von der berühmten persischen tragischen Romanze Chosrau und Schirin inspiriert wurde. Ein Steinmetz, der nicht mehr weiß, wer er ist, muss das verdorbene Land durchqueren, um seine Identität wiederzufinden. Aber ich habe keine Videos davon großartig gesehen, nur so ein bisschen, gerade noch bevor wir den Stream gestartet haben. Deshalb keine Ahnung, was uns erwartet, und wir werden jetzt einfach mal eine Stunde anspielen und gucken, wie es sein wird. Normalerweise kann es ja immer eine Überraschung sein dann. Es macht jetzt qualitativ keinen sehr schlechten Eindruck auf der Vorschauseite. Bevor wir in Vergessenheit geraten, werden wir in Kitsch verwandelt. Kitsch ist die Zwischenstation zwischen Sein und Vergessen. Slowly, like the morning sun clambering over the horizon, consciousness came. He opened his eyes. Finde einen Weg vom Berg herunter. Sehr schön, einfache Aufgaben. How pleasant, he thought, to wake to nature's song.
But something was not right. The song was out of tune. As he navigated the narrow paths, he breathed in the fresh mountain air. It focused his mind. Questions bobbed to the surface, like apples in water. How did I come to be here? He asked himself. No, that's not the right question, nor is where I'm going. A single terrible realization crystallized in his fogged mind. I don't know who I am. Many stories have been told about poor souls who have forgotten the paths they have trodden. But there is more to this tale. That I promise. Ein The Tier. soft glow of the man's lantern fell on an exotic bird, a hoopoe. The recognition heartened him. Perhaps the bird would lead to further revelations. He followed the hoopoe on instinct. Its Tierloshund. beautiful trail fanned the flame of hope. Willst du denn jetzt zu mir? Ich glaube, ich hätte den Controller anschließen sollen vorher. Das ist aber ungewöhnlich für den Kleinen. He spotted something glinting among the rocks. Something that called to him. Eine Axt! All he did was pull that hatchet out of the stone. A simple act with a remarkable outcome. The Revelations realm. So, There Finger was no wächst auf way back. Controller. Whatever this mysterious place was, he had to push on. The weight of the hatchets in his hands brought some comfort as he journeyed deeper. Hilfe! Entschuldigung. Ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen aus dem Bild rausnehmen, dass ihr die Untertitel besser lesen könnt. Benutze Äxte, um Stein zu zerschlagen. Du meinst wahrscheinlich nicht den Stein in der Mitte. Help me! Who's there? The man called, his voice muffled by the thick, static air. Please, help! Where are you? No. He then felt despair, the kind that only the truly alone know. But he was mistaken. There was another in this ethereal place. The tree was alive, but bound tight by otherworldly rocks and glowing tentacles. The blades of the man's hatchets were sharp. The man didn't know if the creature were friend or foe, but he felt its pain and fear. It mirrored his own. Ist das ein Tentakelspiel? Ja, so ein bisschen schon. Was freeing the creature wise? The man did not know, but empathy overrode his rational misgivings. Aber der Style ist eigentlich ganz schön.
der Baum ist lebendig. Es ist ein Ent! The tree creature freed. The man approached. Sprich mit dem Baum. What happened? The man cried. Where have you taken me? Calm yourself, human. Did you not want to leave that alien realm? The tree leaned closer and introduced himself as All Seeds, a pomegranate tree. I don't know who I am. The man said. All Seeds pondered. Others like me have been afflicted by a sickness. Help them, and I will return the favor. All Seeds told the man to look for talisman stones, strange rocks protruding from the ground. Destroying the talisman stones would free his kind. Then, the mighty tree extended a great branch outwards, pointing east. Unearth the Canot Gate. Ich finde, dass in viel zu wenigen Spielen Erzähler gibt. Ich finde, Erzähler sind immer super in Spielen. The man could roll under low objects with ease. As he ran, the man mulled All Seeds' words. How will rescuing the tree's kin help me recover my memory? He wondered. Wenn Reisen den Geist erweitern, sollte ich unvergleichlich weise sein. Ich habe Berge überquert, dem Dschungel getrotzt und mich durch Wüsten geschlagen. Aber alle Reisen müssen zu einem Ende kommen. Vielleicht wird der Berg Bistun der Ort sein, an dem ich mich niederlasse und mein Zuhause baue. Ist er geeignet? Schließlich bedeutet Weisheit zu wissen, wie wenig wir wissen. It appeared to be a diary entry, engraved into the stone. But to whom it belonged was a mystery. As he trod the winding path, the man thought about everything that had befallen him. He worried about the nature of the sickness that All Seeds had spoken of. How extensive was it? And how would it manifest itself? Little did he know that the answer to the latter question would begin to... Wenn du eine Rolle mit A ausführst, bist du gegen alle Angriffe kurz unverwundbar. A few steps further. Nimm das hier, Trolle! Der Diamant steht für einen Baum, den du von der Krankheit befreit hast. This must be one of All Seeds' trees, the man thought, breathing hard after his encounter. The tree had unfurled its vibrant leaves, embracing all but forgotten sunshine. What were those nasty Ich bin ja immer so ein Animationsmensch, ne, der immer guckt, wie die Animationen aussehen. Ich finde die wirklich smooth hier. Ich muss auch sagen, dass das echt sich gut smooth steuern lässt gerade. Also in keiner Weise, in irgendeiner Form hat man das Gefühl, dass man hier träge unterwegs ist. Gameplay-technisch passt das schon mal für so ein kleines Game.
Das wollte ich so als kleines Feedback geben. Definitiv smoother als Company of Heroes 3 vorhin, ja. Auch wenn die Musik ein bisschen laut ist. In der Standardeinstellung. Da können wir mal ganz kurz gucken. Alle infizierten Bäume in diesem Gebiet wurden gerettet. Setze die Erkundung fort, um die versteckten Items zu entdecken oder finde ein neues Quanator, um zurückzukehren. As the second of all seeds kin was released, night cast its veil over the land. The inevitability of dusk, the serene quiet of it, brought the man a Ich habe wohl eine schlechte Wahl getroffen. Der Berg Bistun schien einladend zu sein, aber ich habe seltsame, feindselige Kreaturen entdeckt, die hier leben. Sie sind klein und leicht zu vertreiben, aber in ihren Augen zeigt sich ein eiskalter Hunger, die Art von Gier, die niemals befriedigt werden kann. Whoever engraved this may know more about those creatures, he thought. Was mir dazu einfällt, ist auch das Spiel Xel rausgekommen gestern. Dank für den Prime-Sub, Sertaka. Was auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ähnlich wie das hier, also Xel erinnert so ein bisschen als ein isometrisches Zelda. Das ist entweder gestern oder heute rausgekommen, da wollte ich auch nochmal gucken, ob ich davon einen Key holen kann, weil ich finde sowas eigentlich auch immer ganz cool. Vor allem, wenn das Spiel gut ist, warum soll man es nicht präsentieren, um, sag ich mal, ein bisschen Kundschaft zu finden. Allseeds was right. There is a sickness afflicting nature. The talisman stones must be at the heart of it. But Sag Xel oder where did Xen? they come from? Were those swarming creatures defending them? So many questions, so few answers. And still, he didn't know who he was. Richtig guter Abbauskill. Allseeds was asleep. A huge pomegranate hung from a branch. Achso, das sind die beiden Tafeln, die ich freigeschaltet habe. Mache ich jetzt einfach hier Raub von Äpfeln. Jetzt kommt die spanische Inquisition. Weil ich finde, er könnte da gut reinpassen. Farhad. Farhad. The mountain, Farhad. You must dig. I need you here. Ich mag den Sprecher vom Erzähler. Hab Gänsehaut bekommen jetzt von der kurzen Szene am Kopfhörer. Wenn das Symbol pulsiert, ist an der Zeit, im Berg zu graben. Farhad. My name is Farhad. But who was that pained woman? And why did she ask what she did?
Ich erinnere mich jetzt, mein Name ist Verrat. Was für ein Trost in etwas so Einfachem wie einem Namen. Aber das ist auch alles, woran ich mich erinnern kann. Wer war diese Frau? Warum will sie, dass ich in den Berghang grabe? Does she want amethystine stones? Farhad wondered. Farhad found himself in the celestial revelations realm once more. The desperate whisper echoed through the strange starscape, calling, beckoning. Farhad! Farhad! Farhad could hear years of agony in those few words. Help me, Farhad, please. Show yourself, Farhad called into the twinkling black. Where are you? But if he was heard, the whisper didn't say. Finde einen Weg zum Milchteich. What do these statues mean? He wondered. One was of the mysterious woman in his hazy memory. She who pleaded with him to come to her. The other, no doubt, was Farhad himself. Was she the key to his past and his future? As the statue brought down its hatchet, the white liquid flowed. Und ich finde es eigentlich schön, dass es eine persische Geschichte ist. Es gibt halt viele Mythologien, die noch nicht so ausgeschlachtet wurden. Farhad could only hope that soon his thirst for answers would be quenched. The din of the fallen bell shocked Farhad, but the guttural roar of some unseen creature terrified him far more. Something sinister was watching, waiting. But Farhad seemed to have one ally. Although Alcede's motivations were shrouded in mystery, he had come once again. Ja, ich finde, insgesamt ist das wirklich sehr hübsch gestaltet. Also der ganze Stil und so passt. Und der Sound, ich finde den Sound ist gut gemacht. Farhad asked Alcedes. A shiver passed through the tree's branches. It is the realm of lost memories and forgotten souls. When I bit the pomegranate, Farhad said, I had a vision. I was engraving
Sculpting. Is that what I do? Am I a sculptor? All Seeds pondered. I cannot say, but memories can be hewn from stone. Consider that. More of my kind are trapped. If you can help them, perhaps I can provide answers. Farhad turned to leave, but All Seeds held out a gnarled palm. Be warned, though, human. The great tree said, A fearsome monster, a Div, lurks in the Revelations realm. Bistun is its name, after the mountain on which you now stand. Keep away from it if you wish to live long enough to uncover the truth. Ach, der schreibt selbst seine Geschichte dann auf. Farhad stood back and admired the engraving. Despite All Seeds' warning, Farhad felt the seed of hope taking root in his breast. Although the path behind and before him was shrouded in darkness, now there was light enough to see his feet. All Seeds had proven that it could help Farhad regain his memories. And although he didn't yet have all the answers, he had purpose. And what is anyone without purpose? Ich habe beschlossen, den Berg Bistun weiter zu erkunden und meine Beobachtungen zu dokumentieren. Vielleicht kann ich einer anderen armen Seele meine Qualen ersparen. Ich graviere sie auf Steintafeln, weil diese abscheulichen kleinen Kreaturen mein Tagebuch zerrissen haben. Jetzt stehen sie die Tafeln. Vielleicht bin ich der Erste, der sie zu Gesicht bekommt. Ich sollte ihnen einen Namen geben. Sie haben etwas Teuflisches an sich. Teufelswesen scheint ein passender Name zu sein. A fitting name for the greedy little creatures, Farhad thought. Danke leider für dein Stufe 1 Sub. Die Sache ist hier einfach im Moment noch, es gibt ja kein Skill-Table, wahrscheinlich wird es nur bei den Echsen bleiben von der Waffe. Aber ist ja nur ein kleines Game. Die Teufelswesen sind überall, sie werden immer zahlreicher. Da bin ich mir sicher. Ich muss mich verteidigen. Zuerst muss ich einen Amboss bauen und dann werde ich eine Waffe schmieden. Ah, also doch. Farhad's smithing skills were no match for his sculpting prowess, but he was confident he could improve his hatchets. Dann wird wahrscheinlich über den Amboss dann geskillt. Aber ich habe es wieder gehört, es ist halt... Narrationslautstärke? Es wird nichts mit V Rising zu tun haben, es ist einfach ein storybasiertes Action-Adventure.
Has such deranged laughter ever heralded anything good? Aber ganz süß. A sculpture caught Farhad's attention. Amethystine stones protruded from its broken form. Ja, gehen wir sofort hin. Wir müssen noch die Tonkrüge zerschlagen für die Rolle, für die Tafel. Die Kreaturen, die diesen Ort heimsuchen, haben nichts Natürliches an sich. Vor allem nicht die fliegenden, gackernden Kreaturen. Ich habe sie Peris genannt. Gestern habe ich einen der violetten Steine berührt. Meine Hand wurde taub, schwer und pochte stundenlang. Ich muss vorsichtig sein. Farhad realized that being light on his feet was the key to evading the Perry's projectiles. But what new horrors awaited him? Die Aktivfähigkeit deiner Waffe wurde aktiviert. Drücke RB, um sie zu benutzen. Eine Waffe leuchtet, wenn deine Aktivfähigkeit verfügbar ist. Farhad felt a new affinity with his hatchets, as though they were a part of him. Durch Aktivfähigkeiten ist der einzigartige und mächtige Angriff mit deiner Waffe. Die Aktivfähigkeit ist der einzigartige und mächtige Angriff mit deiner Waffe. Nutze sie und drücke durch Drücken von RB, aber beachte die Abklingzeit. Okay. Das hat ihn direkt pulverisiert. Die Echse fliegen, glaube ich, dann einfach rum und töten alles, was in der Nähe ist. It was time to return to all seeds. Achso, hätte ich nochmal zur Tafel zurückkommen können. Deep down, Farhad knew who that huge hand belonged to. Bistun, the ancient Div, had its grip on Oh nein, es gibt auch Inschriften. Und natürlich habe ich die andere Inschrift jetzt nicht gefunden, weil ich auf sowas nicht geachtet habe. Also ist irgendwo an der Wand nochmal ein Stein, den ich hätte bearbeiten können. Aber im Sinne des Progress gehen wir jetzt mal einfach weiter. Ich kann wieder was vom Baum fressen.
Farhad's heart felt ready to burst out of his chest. Schirin, the name of the woman he loved. Meine Prinzessin, meine Liebe, wo bist du? Hast du Schmerzen? Deine Stimme wird mich leiten, ich werde dich finden. Selbst dieser Berg kann sich mir nicht in den Weg stellen. Silence hung thick in the ethereal air, as if God himself were holding his breath. In diesen Arealen darf ich übrigens nicht rennen oder rollen. But God had forsaken this place, and a demonic creature made it its home. Something, perhaps the ominous roar, had activated the talisman stones. The hoopoe, Farhad's thankless guide, was trapped. Farhad couldn't help but dwell on Allseed's dire warning. Beware the Div, Bistun, if you value your life. The poor bird was in grave danger. Farhad found his attention drawn to the floating island, pierced by menacing light. He could remember nothing about it, but somehow it seemed familiar. Rette den Widerhof. Archiven bekommen Prison Break. Farhad freed the hoopoe, but flap as it might, it struggled to fly. He tried to cradle the bird in his hands, but it evaded his gentle grasp. Perhaps Allseed's embrace would cure the bird of its injuries. If only it could do the same for Farhad. Vogel gerettet, alle happy. Und jetzt lass mich vom Baum wieder rausholen. Baue eine Statue von Schirin. You should not return to that cursed place. Allseeds rumbled. Farhad shook his head. I must have answers, he said. I have to find Schirin. Allseeds sighed. A sound like the wind rustling through leaves.
so sorry, Schirin, Farhad muttered under his breath. It pained him that he could ever have forgotten his love. What has done this to me, he thought. 1,000 thoughts and fears vied for supremacy in Farhad's head. But all coalesced into a single burning goal. He had to... Er zweifelt halt. Thankfully, it seemed all seeds had healed the hoopoe's wounds. The little bird darted from one perch to another with a grace that brought a smile to Farhad's lips. Hauptsache der Vogel ist But glücklich. it was the lukewarm smile of a troubled man. He couldn't stop thinking about the floating island, skewered by light in the Revelations realm. Die Töpfe sind nur dafür da, um Schrifttafeln zu verstecken. Ich habe festgestellt, dass die Talismansteine meist in der Nähe bestimmter Bäume erscheinen. Warum, weiß ich nicht. Ich fühle mich verpflichtet, die Natur zu schützen. Die Seuche darf sich nicht über den Berg hinaus ausbreiten. Ich habe von einem antiken Tempel in der Nähe gehört, der vielleicht eine Lösung The bietet. mention of an ancient temple piqued Farhad's curiosity. A reassuring warmth flooded through Farhad's body at the memory of Shirin's delicate face. Er hat ihr wahrscheinlich die schönste Ziegenmilch gegeben. Oder die beste Ziegenmilch. Oh, jetzt fliegt doch nicht die ganze Zeit von mir weg. Geht doch. Oh, ich krieg Schaden. Ja, ich gucke mich gerade um. Könnte ja irgendwo noch mal was zum Finden sein. Another of those cursed arenas. Just how far had the blight spread? Farhad's resolve hardened. If he didn't act, there may be no world left to recall. Farhad's memories of Schirin grew stronger. He cherished each as the bee treasures nectar and vowed to never forget her again. Junge, wenn du die Frau vergessen hast, das wird schon seine Gründe haben.
Endlich kommen mal Gegner, die ein bisschen mehr drauf haben. Jedenfalls im Aushalten. Ich glaube, ich würde ganz gern die eine oder andere Frau vergessen. The enemies are growing in might and stature, Farhad realized. The blight must be worsening. His train of thought was interrupted. A sweet scent found its way to him on the gentle breeze. It seemed to be coming from the temple ruins. Das ist jetzt schon mal... Also die Karte ist schon mal bedeutend größer als die anderen Abschnitte vorhin. Aber muss ja auch langsam mal ein bisschen komplexer werden und ein bisschen größer. Bis jetzt war es ja sehr entspannt. Dieser verfluchte Ort wird mein Tod sein. Gestern schlug mir eine der dämonischen, haarigen Kreaturen, ich nenne sie Dibblinge, mit ihrem Stock auf die Brust. Es war eine Qual. Es fühlte sich an, als ob mein Herz aus meiner Brust springen wollte. Blutüberströmt entdeckte ich einen Tempel, verlassen. Ich sackte niedergeschlagen zu Boden und machte mich bereit, Gott zu begegnen. Doch als ich einen großen Steinring an der Statue berührte, leuchtete er, bevor die Dunkelheit hereinbrach. Und gegen alle Erwartungen wachte ich auf. Meine Wunde pocht immer noch, aber irgendwie hatte sie aufgehört zu bluten. Does the large stone ring the author described hold some power? Es wird ein Spawnpunkt sein. Untersuche die Statue der Zweig mit... Moment. Untersuche die Statue der Frau mit dem Zweig. Pickaxe's handle was carved from the fragrant branch of a pomegranate tree. Have I used this before? Farhad wondered. The feel of the pickaxe in his strong hand suggested the answer. Ich glaube, meine Äxte sind jetzt einfach weg. Und die Pickaxe, mein Gott. Die Hacke ist jetzt meine neue Waffe. Baum im Weg. Ob ich jetzt wirklich einen Vorteil habe dadurch oder so, weiß ich auch nicht. Es gibt auf jeden Fall mit der auch einen Spezialangriff. So, einzigartige und mächtige Angriffe mit RB. Die machen einen Rundumschlag. Immerhin sind die Spezialattacken anders.
Ah, da können noch mehr... Das könnte ein bisschen spektakulärer sein, die Spezialattacken. Da fehlt ein bisschen der Wumms leider. So ist alles andere okay vom Kampfsystem. Wo ist denn jetzt der letzte? Ach so. Moment, irgendwo fängt das ja mal an. Danke, Red Dion, für deine Stufe 1. Sap. Versuche so zu bleiben, wie ich bin. Du darfst. Farhad sucked in deep breaths to recover his energy. Nee, das kann's ja nicht sein. But despite his exertions, he realized he was humming the broken notes of some long-forgotten song. Wobei, ich komme hier wieder. Und dann werde ich wahrscheinlich in der Lage sein, das irgendwie zu zerstören, da ich da rüber kann. Weil sonst wäre nämlich die Rutschpartie da an der Seite nicht. Was das sein soll, ist ein storybasiertes Action-Adventure, was wir heute mal eben kurz anspielen. Weil ich ja auch manchmal Indie-Spiele vorstelle, was ich in letzter Zeit natürlich seltener gemacht habe, weil die Zeit immer fehlte und ich auch ja, einfach nicht fit war. Aber nur weil etwas nicht länger war, kann man ja sowas auch wieder mal machen. Statue. The princess came here from the ancient land of music and peace, Armenia. It was a couple of years before Farhad built the milk canal for her new castle in Persia. Muss man eben so ein bisschen handhaben, als wenn ich hier ein Souls-Spiel spiele. As the adrenaline wore off, a knot formed in Farhad's stomach. Those were royal soldiers. Ah, jetzt geht die ganzen Infektionen weg. Could the sickness affecting nature have spread to humans too? The notion struck Farhad with fear. Farhad's fear settled into a crushing depression. Wherever he went, he encountered only forgotten destruction, like a battlefield long after the fighting has ended. Why is nobody trying to stop this madness? Farhad thought. Perhaps they had. Es ist schon Tage her, dass ich den Steinring berührt habe, aber er beschäftigt mich noch immer. Ich habe im Tempel ein zerstörtes Buch gefunden, in dem der Ring als Xvara-Zeichen bezeichnet wird. Das göttliche Siegel von Anahita. Sie ist die Göttin des Wassers der Erde und die Beschützerin der Frauen. Die Tempelbücher erwähnen auch einen Baum mit heilenden Blättern und Früchten. Ich werde morgen nach diesem Baum suchen, denn der Schmerz meiner Wunde hält noch an.
touched Farhad's lips, for he was well acquainted with those wondrous trees. Warum gibt es hier eine Hühnerfarm? Wieder eine Tafel übersehen. Vielleicht bin ich ja auch der Böse in der Geschichte. Meine Augen leuchten immer so viel. Der Baum sagte, hör auf, meine Granatäpfel zu fressen, du Penner. Farhad recalled why the little hoopoe had been with him since he awoke. But what of the other prisoners? He wondered. Ich habe den Wildehof gerettet, aber warum nicht die anderen? Könnte es sein, dass meine Schirin unter ihnen war? Nein, das kann nicht sein. Ich hätte sie nie verlassen. Jetzt habe ich aber die Äxte wieder. Also keine Ahnung, warum die zwischendurch auf die Spitzhacke gewechselt haben. Seed's stern warning Jetzt ist für die sharpened Farhad's Spitzhacke. senses as he entered the revelations realm once more. Whisper interrupted his thoughts. Please, lie.
Löse die riesige Glocke vom Talismanstein. Ich verstehe einfach nicht, wie sie verbieten können, hier zu rennen. Warum bin ich beschnitten in diesem Reich hier? Nur weil es keine Feinde hier gibt, darf ich hier nicht rollen. He could feel eyes upon him. Can't take it. He was nearing the imprisoned whisper. Na, was ist der nächste Abschnitt, weil ich freischlagen muss? Oder laufe ich jetzt schon hoch? His thoughts of Schirin were a raging torrent that swept away his fears. Ding. Überquere die Brücke zur Festung des Amidst the Vergessens. pealing bells, Bistun's roars grew louder, closer. But the fortress of oblivion beckoned. The path to his love was open, and so he ran. Der Baum lässt das nicht zu. What did I say? All seeds growled. We must leave now! But the whisper! She needs my help! Farhad pleaded. All seeds scowled. Anyone in that infernal place is already... The great tree broke off. Time had run out. Ganz normaler Stein. Farhad awoke to darkness, as thick and foreboding as a moonless night. Am I? No. He was still in the Revelations realm, but a forgotten, shattered part of it. The memory of Bistun's terrifying appearance sent a shiver down Farhad's spine. Little wonder they named a mountain after him. I have to find all seeds and leave here. He clenched his fists and cursed his stubbornness. I should have listened, he muttered. All seeds was right. And now... he feared he would pay the price for his obstinacy. I have failed you, my love, he whispered into the darkness. Ich bin zu doof, in der Dunkelheit umherzulaufen. Ich muss doch nur dem Vogel folgen. Haben es aber echt gut gemacht mit den Kameraschwenks. Lost in his thoughts,
At first, Farhad didn't notice the statues lining his path. Da ist richtig viel Arbeit übrigens, immer die Kamera neu auszurichten. Anstatt zu sagen einfach, okay, wir machen einfach hier Third Person von hinten oder sag ich mal isometrisch und wir machen halt ein Skript, dass die Kameraverfolgung automatisch ist. Weil ich selbst steuere die Kamera nicht, das ist alles fest definiert. Und da ich ein bisschen in Unity ja schon gearbeitet habe, ist das eine echt ätzende Arbeit. But in every one, the foes had overcome him. What does this mean? He thought. Who sculpted statues of my demise? What cruelty is this? Farhad demanded of the lifeless statues, but they offered no answer. Das bin ich selbst. Hier sind viele Statuen von mir selbst, wie ich sterbe. Farhad swallowed a lump in his throat. This one was unfamiliar. Jedenfalls, wenn ich sterbe. Hilft dem Allsamen. We have to go, Farhad said. All seeds smiled. His voice was thin, a breeze rustling through leaves. To kill mountain must build new. Farhad gripped Allseed's amethystine heart. Tears stung his eyes. He sacrificed himself to send me back, he realized. One last time. Bistun's mighty fingers had snuffed out the candle of hope. A great weariness overcame Farhad. He needed to rest, close his eyes. Ja, der Baum ist kaputt. Wir haben eine fremde Hand mitgenommen. Die Fremde. Und das Herz des Baums. Jetzt ruhe ich mich vor der Statue meiner Geliebten aus. Wake up. A commanding, unfamiliar voice said, "Wake up and follow me." Was für eine diebische Elster. Who said that? Farhad wondered. And why has the hoopoe taken Allseed's heart? It is good to finally speak to you, Farhad, the hoopoe said. I am the goddess Anahita. Anahita explained that she had been under a spell of silence cast by Bistun. She could speak again with the aid of the magic hidden inside Allseeds for so long. The magic contained within his amethystine heart. Of course, Farhad had many questions. I will explain later, Anahita said. She told Farhad to follow her trail once again. Build an anvil, Anahita instructed. Trust me. Bam, bam. Now, he could change his weapon at will. Come, time is short, Anahita said. We will talk on the way. Jetzt kann ich also am Schmiededing meine Waffen wechseln, obwohl ich immer noch keine Ahnung habe, was der Vor- oder Nachteil ist, ob ich jetzt extra habe oder die andere. Außer dass die Spezialangriffsgeschichte ein bisschen anders ist. Allseed's heart
was the key to the Revelations realm, to the fortress of oblivion. But without the tree itself, the heart's magic had waned. My temple bears a holy sign, Anahita said. It may be able to restore the heart's magical power. Aber wir sind eigentlich schon über die Stunde hinweg, aber ich habe gedacht, jetzt endet der Prolog, aber wir sind so gefühlt immer noch im Prolog. Man muss halt einfach sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr storylastiges Spiel. Wo halt die Hauptaufgaben wirklich sind, nur die Secret-Dinger hier zu finden. Oder halt die versteckten Steinchen. Ich denke mal, das wird sich da auch nicht groß verändern. Und eigentlich die Geschichte des Spiels. Der Schmerz nimmt zu und wieder ab, aber er verschwindet nie. Ich habe gestern Abend einer Ärztin die Wunde gezeigt und ihr von dem seltenen Baum erzählt, den ich suche. In jedem Mythos steckt ein Fünkchen Wahrheit, sagte sie und reichte mir ein großes antikes Buch mit dem Titel Das Buch der Könige. Es handelt sich um den epischsten und sagenumwobensten Baum von allen, die Weltsäule in der Mitte des Kaspischen Meeres. Es scheint, dass meine Mission mich in den Norden Persiens führen wird. Have you seen the World Pillar? Farhad asked Anahita. Once, the goddess replied. Aber es hat einen schönen Style, aber es wird nicht über den Wert, sag ich mal, okay hinauskommen. Was wahrscheinlich die Entwickler auch wissen, weil es ist halt ein, ich glaube, 11 € Spiel wollen sie dafür haben. Was meines Erachtens wahrscheinlich sogar wirklich angemessen ist. Weil es halt, es spielt sich alles super, man kann sich da echt nicht beschweren. Aber nach ein paar Stunden wird es wahrscheinlich rum sein. Und es hat halt viele Elemente, die andere Action-RPGs oder Action, aber selbst storylastige Sachen theoretisch hätten. Also dass Rätselstrukturen sich mal verändern zwischendurch. Klar, es kommen hier ein paar neue Feinde zwischendurch. Da werden wahrscheinlich noch ein paar mehr auftauchen. Aber hier ist ja eigentlich auch, ne, du musst halt die nicht umlaufen oder so. Du musst halt nur ihr Schild zerstören. Positiv finde ich halt einfach den Sprecher, der seinen Job sehr gut macht und dass die Story natürlich wenig verbraucht ist, weil persische Mythologie in Spielen halt relativ selten verarbeitet wird, was halt ein Pluspunkt ist hierfür. Und dass der Stil halt schon cool ist. Zwar low poly, das mögen ja viele Leute nicht, aber mir gefällt das alles sehr gut von den Sachen her. Und dass der Kampf halt wirklich einfach von der Hand geht, ist auch nicht sehr... Also ich finde ihn nicht sehr anspruchsvoll. Aber ich bin ja auch ein bisschen schwierige Sachen gewohnt. Weil es gibt ja keine Ausdauer. Du kannst eigentlich immer abhauen. Wenn du siehst, dass er gerade den Schlag ansetzt. Ich glaube, die Pikhacke macht ein bisschen mehr Schaden und ist dafür minimal langsamer. Sowas wie Lost in Random war auch kurz und gut, aber Lost in Random ist, sag ich mal, von dem Budget her und von der Teamgröße eine ganz andere Nummer als hier. Also halt einfach ein okay storybasiertes Action-Adventure, was man halt mal wahrscheinlich an einem Abend durchspielen kann. Ich muss ja jetzt spekulieren, wie lange es noch gehen würde. Weil es ja im angespielt eine Stunde, wenn eine Stunde ausreichen würde, das Spiel durchzuspielen, wäre es halt schon sehr schade für 10 €. Aber ich denke mal, spekulativ werden die wahrscheinlich irgendwas zwischen 4 bis 8 Stunden angepeilt haben und dann bist du halt hiermit durch und hast halt, sag ich mal, einen ganz schönen Abend gehabt. Mit einer schönen Geschichte und ein paar schöne Szenen. Vor allem diese Vergessenswelt, sag ich mal, wenn die Kamera mal wirklich neigt, wie es vorhin, wo du gesehen hast, den Turm des Vergessens, finde ich alles sehr stimmig und schön gemacht. Genau so ein Stil, der mir gefällt.
Und da kann ich mich auch nicht beschweren. Ja, jetzt habe ich natürlich die Äxte weggegeben, nachdem ich die verstärkt habe. Und jetzt sagt er mir, ey, du kannst mit Äxten jetzt 5-fach Combo-Angriffe machen. Aber deshalb kann ich natürlich jetzt nicht total super happy sein und sagen, ah, bestes Spiel ever. Weil dafür bietet das zu wenig. Es hat einfach ein schönes, okay Spiel. Muss es auch geben. Ist nicht verwerflich. So, machen wir den Kampf noch zu Ende und dann machen wir das Ende. Welche Engine gefällt dir besser bei Spielen? Unreal oder Unity? Da ich ja ein bisschen Erfahrung habe jetzt auch in dem Bereich und auch ein paar Entwickler kenne, die zum Beispiel auf Unity schwören, aber auch welche, die sagen, UT hat es wirklich damit zu tun, was du programmieren willst oder was für ein Spiel du machen willst. Die UT-Engine bietet relativ schnelle Ergebnisse, weil dir relativ viele Tools vorgegeben wird, ist dafür sperrig, wenn du versuchst, was Eigenes zu machen. Und Unity gibt dir eine 100%ige Kontrolle über alles, was du willst. Was bei der UT-Engine wohl immer noch ein bisschen schwierig ist. Weil halt so viele Tools schon integriert sind und da genutzt werden können. Das ist jedenfalls das, was ich so zurückgehört habe. Und ich finde auch, dass Unity eine höhere Einstiegshürde hat, aber dafür hast du einfach mehr Freiheiten. Ob jetzt das eine schöner ist oder das andere, ist immer so eine Sache. Ich denke mal, dass UT halt immer noch sehr nah dran hängt, dass da eher Third-Person und First-Person-Shooter und solche Geschichten mit produziert wurden. Oder halt Rollenspiele, grafisch, und deshalb das gerne genutzt wird dafür. Weil dafür, sag ich mal, diese Tool-Palette richtig hinhaut. Aber Unity ist da halt komplett frei. Vor allem bei Unity, sag ich mal, sich grafisch, auch wenn sehr viele Spiele, sag ich mal, mit Low Poly arbeitet bei Unity, man kann sich ja auch immer die Grafik-Trailer angucken, wo Echtzeit gerendert wird in Unity. Die können auch richtig schöne Spiele machen in Unity inzwischen. Aber diese Indie-Build-Base benutzt halt häufiger Unity, weil die da einfach anscheinend alle besser vernetzt sind drüber. Auch wenn die, ich denke mal, die Unreal Engine hat da auch ein bisschen geschludert mit den Jahren, mit der Zugänglichkeit von der Preispolitik, wenn du ein Spiel produzieren willst mit der Engine. Da scheint auch das Unity einfach ein bisschen fairer zu sein. I sought the source of the whispers, she replied. Once. So, machen wir an der Stelle Ende. Wer sich für das Spiel interessiert, beziehungsweise das es gut fand, kann ja die Entwickler gerne unterstützen und das Spiel auf Steam kaufen oder auf einen der Konsolen, wo es auch rausgekommen ist. Ich war jetzt nicht schlecht unterhalten. Babam.